Servus zusammen, schaut euch den an. Das ist der Einhell CAC 3510 12 Volt Kompressor. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir von 2 Bar auf 5 Minuten lang pumpen. Und schauen wir, auf wie viel er dann kommt. Wir starten gleich den Test. So, 5 Minuten und 1 Sekunde. Und ihr seht, ziemlich genau 45 PSI. Wir starten gleich. Sein bei 1 Bar. Und wir starten gleich. 3, 2, 1. So, was haben wir? 2, ziemlich genau 35 PSI. 2,6 vielleicht. Das war gleich die Temperatur. Temperatur nach 5 Minuten beträgt 59 Grad. Da wird nicht heiß sein. Der Kompressor gekühlt. Das ist die Kühleinheit. Ihr seht 2,45, 45, 18. Und ja, das ist also sein Wert. So, der Druckluftschlauch ist in etwa, schätzen wir mal, bis da 1,55 lang. Seht, und das Netzkabel, schauen wir uns gleich an. So, und das Netzkabel. Grobe 1,45, 1,46. Wahrscheinlich, wenn man es komplett zusammen tut, 1,50. Also grobe 3 Meter lang. So, jetzt wiegen wir mal die Einhellpumpe. Schauen wir, was das so wiegt. Den Schlauch tun wir noch rauf. Muss ja oben sein. Machen wir es so. Ja, das gesamte Gewicht. Und wir sehen, die Einhell wiegt gute 2 Kilo. 2 Kilo und ich jetzt am Boden habe vorher gesehen, 2 Kilo und 50 Gramm. Was gibt es zu Einhell zum Sagen? Also insgesamt ist die Lautstärke geht vollkommen in Ordnung. Dezibel habt ihr gesehen, Maximalwert. Das wird dann nochmal am Ende bei mir zusammengefasst, werdet ihr dann sehen. So Punktetabelle, die ich mir eingefallen lassen habe. Was ist der Vorteil? Es ist relativ leise im Vergleich zu denen, die ich bis jetzt getestet habe. Und relativ kompakt. Sie hat eine relativ große Reichweite mit dem langen Druckluftschlauch und dem 3 Meter Kabel. Der Druckluftschlauch ist auch seine 1,5 Meter lang und das macht halt alles, macht einen wertigen Eindruck. Da steht oben 15 Minuten an, 10 Minuten aus. Müsst ihr dann schauen, also über 10 Minuten würde sich nicht am Stück laufen lassen. Ist dann die Gefahr relativ groß, dass der Kompressor überhitzt und dann nicht mehr funktioniert und dann Schaden nimmt. Insgesamt bin ich zufrieden mit der. Für den Preis könnt ihr online schauen. Um die 30 Euro, glaube ich, ist der günstigste Preis im Netz. Der günstigste Preis im Netz. Dafür macht sie, finde ich, einen schlanken Fuß. Passt gut, bin für das zufrieden, der Griff ist gemütlich. Was hat sie noch? Gummifiers, dass sie nicht zu stark vibriert, das gefällt mir, weil dann tut sie nicht irgendwo, weiß ich nicht, die bewegt sich dann nicht einen Meter,
gegen den Lack, wenn es sie pumpen lässt. Aber gewaltiger Nachteil ist, dass man den Druck nicht einstellen kann. Das ist wirklich ein Nachteil, das stört schon deutlich, muss man schon sagen. Schon. Also für mich ist das ein sehr großer Nachteil, aber für wen das nicht stört, dann ist sie relativ gut, finde ich. Also macht das, was sie soll, pumpt relativ schnell, dafür relativ leise, angegeben 35 Liter pro Minute. Ob sie das schafft oder nicht, ist einmal dahingestellt. Ich habe das gesehen. Reifen sind immer bei mir 245, 45, 18 von 1 Bar 5 Minuten lang pumpen lassen und von 2 Bar auch 5 Minuten lang pumpen lassen. Somit kann man dann die Werte vergleichen. Bei stärkeren Pumpen wird es wahrscheinlich anders sein. Es ist halt 12 Volt, hat halt keinen Akku oder so, also gehört nicht zur Power Exchange Familie, aber ist ein relativ guter Kompressor für das Geld. Finde ihn eigentlich relativ gut. So, jetzt haben wir bei der Punkteverleihung angekommen. Leistung habe ich angenommen. Einfach pro 0,1 Bar bekommt man 4 Punkte. Das heißt 15 mal 4, 60 Punkte. Dann haben wir den Preis. Der Preis, es gibt Kompressoren zwischen 100 und 200 Euro, deswegen habe ich einfach genommen. Man startet mit 100 Punkten und bekommt pro 2 Euro einen Punkt Abzug. Das Gewicht habe ich einfach gemacht. Man startet mit 0 Gramm und pro 50 Gramm ziehe ich einen Punkt ab. Das heißt 2 Kilo, 60 Punkte. Dann haben wir noch die Lautstärke, 66 Punkte hat es bekommen, 77 dB, 60 bis 110 dB, jedes dB 2 Punkte weniger. Und danke fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.